Viel zu lange weg, länger als gedacht. Jetzt wieder bei uns, Kuni als Gast. Moin. Kuni, du bist wieder da. Warst länger weg als gedacht. Du warst in Afrika. Genau, in Südafrika und jetzt waren es 30 Tage. Und wir hatten nicht ganz, aber vor fast einem Jahr hier gesessen und darüber geredet, dass du dieses Jahr wieder nach Afrika gehst. Das ist richtig. Und wir haben gesagt, wir bringen dazu was. Ja. Das machen wir jetzt. Und bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben noch einiges zu verlosen. Wir haben Kuni einiges mitgegeben. Davon wird was verlost. Und auch ganz besonders, es gibt völlig limitierte T-Shirts. 2 hast du noch. 2. Die Kuni mit hatte, die er jetzt aus der Hand gibt. Plus noch die letzten Patches für die Rhino Rescue Version. Und noch was? Wir haben außerdem noch einen Plattenträger für euch. Auch den könnt ihr gewinnen und deswegen bitte einfach dranbleiben und dann könnt ihr am Ende sehen, wie ihr das Ganze gewinnen könnt. Generell für alle, die es nicht wissen, was Kuni gemacht hat, sagt er das vielleicht nochmal. Der setzt sich nämlich für Nashornrettung und allerlei möglichen Projekte dort ein. Wir haben ihn da ein bisschen unterstützt und freuen uns natürlich sehr, dass er heute hier ist und da ein bisschen drüber berichten kann. Genau. Nur ganz kurz zusammengefasst, wie kam das generell dazu? Ich bin 2023 mit der NGO 22nd Wildlife aus der Schweiz in Kontakt gekommen. Und über diesen Kontakt mit dem Präsidenten hat sich das dann dazu entwickelt, dass ich dazu gekommen bin, da unten Anti-Wilderei zu betreiben. Ich hatte das schon Ewigkeiten vor in meinem Leben. Und nachdem ich bei der Polizei dann damals ausgeschieden bin und gesagt habe, okay, ich lasse den ganzen Behördenkram jetzt erstmal quasi hinter mir und fange ein neues Leben an, habe ich mir natürlich gedacht, okay, was kann ich mit den Skills, die ich habe, irgendwie machen? Kann man damit was Gutes machen? Und das hat da eigentlich perfekt reingepasst. Liebe zur Natur war auch schon immer da. Und so hat sich das dann über die Zeit 2023 entwickelt. Da war dann auch mein erstes Afrika-Projekt und seitdem machen wir das quasi regelmäßig. Also ich mache das mit einer NGO aus der Schweiz zusammen, 22nd Wildlife, und so ist es eigentlich dazu gekommen. Aber dieses Jahr ist, können wir mal vorwegnehmen, alles anders gekommen. Es war auch alles nicht so glücklich wie geplant. Genau. Du hast trotzdem sehr viel erlebt und da können wir vielleicht auf einzelne Punkte erstmal eingehen. Genau, also dieses Jahr, eigentlich war es geplant, dass wir so um die 17, 18 Tage da sind. Am Ende waren es jetzt 30, in meinem Fall. Grundsätzlich war der Plan dieses Jahr, und das hat auch eigentlich so weitestgehend funktioniert, dass wir einmal einen Sanctuary, also eine Auffangstation für Nashörner besuchen, wo auch keine Besucher erlaubt sind. Das heißt, in dieses Projekt kommst du nur rein, wenn du was mit Umweltschutz zu tun hast, vielleicht ein Veterinär bist oder eine anerkannte NGO, die sich in diesem Bereich halt bewegt, sage ich einfach mal. Ansonsten haben da Leute keinen Zutritt, keine Familie, keine Freunde. Das ist wirklich eine reine Auffangstation, das ist kein Streichelzoo. Wo Nashörner, die vielleicht zu Waisen geworden sind, großgezogen werden und dann wieder ausgewildert werden, oder Nashörner, die medizinisch behandelt werden mussten, oder Projekte, die aufgelöst wurden, weil auch in den Projekten und Reservaten Geld immer ein Thema ist. Das haben wir 3 Tage besucht. Das hat auch ganz wunderbar funktioniert. Und da haben wir die APU ausgebildet, haben noch auf anderen Bereichen geholfen, sage ich mal, die auf der Farm einfach zu erledigen waren. Können wir gerne nochmal drauf eingehen. Und danach waren wir wieder in dem selben Reservat wie 2023 auch schon, als ich das Ganze videotechnisch begleitet habe. Und da haben wir mit der Anti-Wilderei-Einheit, also mit der Anti-Poaching-Unit zusammengearbeitet und sind auf Patrouillen gegangen, haben mit den Wildlife-Monitoren zusammengearbeitet, haben die Tiere gemonitort, wie geht's denen, wie sind die Bestände, muss da irgendwie was gemacht werden im Sinne von, brauchen Tiere medizinische Behandlung, hatten wir zum Beispiel auch den Fall, und das muss natürlich alles organisiert werden dann, und das war im Endeffekt so die Arbeit. Genau. Und das Ganze geht ja auch einfach über Nashornrettung hinaus. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal ein bisschen geredet jetzt. Waren Sachen wie zum Beispiel auch, dass es um andere Tiere geht. Du hattest das Beispiel mit Giraffen, was ja auch mal ein ganz eigenes Thema war. Ihr musstet Giraffen wieder, ich sag mal, versetzen, woanders hintreiben. Genau, also die Situation, die wir da hatten, war im Endeffekt, wir waren auf einer Zaunkontrolle. Das heißt, wir haben die Zäune patrouilliert und dabei ist es dann dazu gekommen, dass relativ dicht an der, ich sag mal, am Highway ein Auto lang gefahren ist mit Fehlzündung. Und aufgrund dieses Autos haben sich 5 Giraffen erschrocken und sind Vollgas in den Zaun und über den Zaun gefallen. Das heißt, wir hatten dann das Problem, dass wir quasi 5 Giraffen außerhalb des Reservats hatten, die wir natürlich wieder zurückbringen mussten. Und das war auch eine Riesenaktion mit Helikopter organisieren, mit dem Fahrzeug dann rausfahren, den Zaun vorher kaputt schneiden, damit wir die wieder zurückbringen können, um den Zaun wieder aufzustellen. Also das sind alles so alltägliche Dinge, mit denen man erstmal gar nicht rechnet, aber die für die Leute da unten ganz normale Dinge sind, leider.
Und spannend war ja auch, du hast gesagt, ihr brauchtet da zusätzlich einen Helikopter, weil insgesamt Giraffen sind sehr groß und haben wir auch gesagt, die merken entweder manchmal nicht, was untenrum passiert, oder sie sind dann verschreckt oder sowas und ihr brauchtet dann Jeep, Helikopter und eure ganze Mannschaft, um die wieder in eine Richtung zu Genau, weil bringen. das Problem bei Giraffen ist, dass du die nicht so leicht betäuben kannst. Also grundsätzlich kannst du die natürlich betäuben wie jedes andere Tier, aber wenn die Giraffe zu lange liegt durch den Kopf, dadurch, dass der Hals so lang ist, sackt der Blutdruck ab und dadurch kann das Tier dann sterben. Das heißt, auch wenn du Giraffen irgendwie dartest, also die betäubst, um den Sender zu verbauen, damit du die kontrollieren kannst wegen Wilderei, musst du den Kopf immer möglichst hoch halten, weil die sonst einfach kreislauftechnisch zusammenbrechen. Deswegen ist, wenn 5 Giraffen draußen sind, das wirklich keine schöne Situation, weil du nicht mal einfach sagen kannst, so, wir betäuben die und dann holen wir die zurück, sondern es war wirklich, es musste schnell gehen, weil wenn die über den Zaun rüber sind, dann kommt da hinten irgendwann die Autobahn, dann wird es ganz, ganz schwierig. Und dann hast du halt, wie gesagt, auch das Problem, dass es nicht einfach mit einem Veterinär mal eben zu lösen ist, weil gerade bei 5 Giraffen hast du viel zu tun, wenn du die betäuben musst und das ist ein Riesenjob. Deswegen waren wir sehr froh, dass das so geklappt hat. Was ich ganz gerne kurz ansprechen würde, weil jetzt hören viele Reservat, Zaun und ich glaube, dass auch ich beziehe mich damit ein, vielen Leuten da der Einblick fehlt, weil bei Reservat und Zaun bedeutet nicht, dass da Tiere auf kleinem Gehege eingepfercht sind oder sowas, sondern es ist sogar teilweise sehr wichtig, um die Tiere überhaupt zu schützen vor Wilderei, vor dem unbefugten Zugriff, was Wilderei dann nachher ist auf die Tiere, aber auch um ihnen einen Lebensraum noch zu ermöglichen, in dem sie eben alleine lebensfähig sind, in der Wildnis lebensfähig sind, weil ja auch Lebensräume immer weiter kaputt gehen. Eben, du hast gesagt, Autobahn läuft da durch. Menschen besiedeln Räume, die eigentlich den Tieren gehörten. Und deswegen auch deine Meinung nochmal dazu würde ich gerne hören, bevor nämlich jetzt Leute anfangen, irgendwas Falsches zu denken. Das ist wichtig. Ne? Nationalparks, Reservate sind wichtig. Ne? 100%. Also grundsätzlich ist es so, in Südafrika, wo ich jetzt auch im Speziellen war, sind alle Reservate eingezäunt. Das läuft in Botswana zum Beispiel, im Nachbarland anders. Da hast du eigentlich, was heißt eigentlich, da hast du keine Zäune. Die Leute da sind aber auch noch ganz anders an der Tierwelt und mit der Tierwelt in Einklang und auch anders damit sozialisiert. Du hast auch in Botswana noch das riesige Okavango-Delta, wo du ein riesiges Flussdelta hast, was nicht im Meer mündet, wo die Tiere sich ein bisschen zentralisieren. Und das nicht ganz so erforderlich ist, sage ich mal. In Südafrika hat sich das über die Jahrhunderte so entwickelt, dass du halt diese Reservate hast, die eingezäunt sind. Und in meinem besten Fall wären die Städte eingezäunt und der Rest würde den Tieren gehören, aber so funktioniert es leider nicht. Und ich finde es eine schöne Idee, darauf hinzuarbeiten und auch die Reservate immer weiter zu vergrößern und den Tieren ihren Lebensraum zurückzugeben. Aber Fakt ist, würdest du da unten jetzt die Zäune einfach einreißen, dann wäre da mehr oder weniger Bürgerkrieg, weil der Bezug zu den Tieren komplett verloren gegangen ist. Und wie du eben auch gesagt hast, durch die Zäune du einfach noch eine andere Kontrolle hast, was Wilderer etc. pp. Angeht. Und ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Und gerade in dem Projekt, wo wir auch arbeiten, ist halt uns sehr wichtig, mit dem Reservat zusammen und dann auch mit meiner Community in Zukunft und mit der Community, die 20 Second Wildlife hat, das Reservat immer weiter zu vergrößern. Also wirklich dann mit Spenden Land dazu zu kaufen, das dann auch wirklich so überschreiben zu lassen ist in Südafrika möglich, dass dieses Land auch nicht mehr enteignet werden kann, sondern wenn das wirklich als Naturschutzgebiet anerkannt ist im Reservat, kann das nicht mehr enteignet werden. Das heißt, dieses Gebiet gehört dann wirklich wieder den Tieren. Das heißt, unser Projekt ist im Endeffekt auch da, das immer wieder zu vergrößern, weil umso größer ein Ökosystem ist, umso einfacher ist es. Ihr wart also am Anfang erstmal da, habt euch so um die Tiere, Nashörner gekümmert. Dann hast du gesagt, warst du mit den Rangern unterwegs. Auch da gab es ja einiges. Wir hatten jetzt schon Thema Giraffen, Zaunbruch etc. Tiere wieder in Häkchen einfangen bzw. zurückbringen in das Reservat. Aber ihr habt ja auch noch ganz andere Sachen dort erlebt. Ihr habt zum Beispiel auch Buschfeuer bekämpfen müssen, weil auch das denkt man erstmal nicht. Man hört jetzt, okay, du warst bei der Nashornrettung oder ich nenne das jetzt mal so, hast dich um Tiere gekümmert, aber da gehört ja viel mehr zu. Eben zum Beispiel auch Buschbrände, die ja in vielen Orten der Welt mittlerweile alltäglich sind. Genau. Also grundsätzlich ist es bei uns sowieso so, dass wir uns im Verein nicht nur oder in der NGO, ist ja eine anerkannte NGO und NPO, nicht nur auf, ich sag mal, Antiwilderei beschränken, sondern wirklich Naturschutz als Ganzes sehen. Und natürlich bei Leuten wie mir oder auch bei unserem Präsidenten bei Phil als Ex-Militär und mit meiner Ex-Verwendung bietet sich natürlich dieser Antiwilderei-Bereich sehr an, weil du mit Ausbildung da unten unterstützen kannst in allen möglichen Bereichen und natürlich auf den Patrouillen etc. pp. Aber auch wir sind immer bestrebt, noch mehr von Flora und Fauna zu lernen, wie gesagt, mit den Monitoren rauszugehen, mehr über die Tierwelt zu lernen, weil wir Naturschutz als Ganzes verstehen. Und daraus hat sich eigentlich dann damals auch von unserem Präsidenten die Hotshot
Abteilung in unserem Verein gebildet, der ich nicht angehöre. Das heißt, wir haben noch eine Abteilung im Endeffekt, die sich nur darum kümmert, Waldbrände und Buschbrände zu bekämpfen. Und das ist da unten ein Riesenthema, weil gerade jetzt im Winter, wo wir unten waren, also nur für euch, das bedeutet, wenn bei uns Sommer ist in Südafrika Winter, weil Südhalbkugel, sind die Pflanzen alle sehr trocken. Es gibt wenig Regen bis keinen Regen, also eigentlich gibt es im Winter keinen Regen. Alles zentralisiert in Pflanzen, Flora, Fauna und dadurch ist es super trocken. Brandstiftung ist da unten ein Riesenthema, warum auch immer. Es gibt natürlich auch natürliche Buschbrände, gab es schon immer, aber ich würde sagen, um die 85-90% sind menschengemachte Brände. Und dadurch, dass alles trocken ist, brennt es halt sehr, sehr doll. Du hast ja vorher extra auch noch deinen Jagdschein gemacht. Genau. Konnte dir das hier weiterhelfen? Also warst du jetzt, man nennt es Daten, hast du gesagt, also Tiere betäuben, konntest du oder musstest du das mit anwenden oder war das jetzt erstmal generell eine Vorbereitung auch für spätere Situationen, in die du dann kommst? Tatsächlich muss ich sagen, dass grundsätzlich natürlich der Jagdschein, den man hier in Deutschland macht, super auf unsere Flora, Fauna und so gegeben ist. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass der Jagdschein mir ein breiteres Spektrum gegeben hat in Dingen auch, weil ein Wiederkäuer ist ein Wiederkäuer. Also ein Wiederkäuer ist auch in Afrika ein Wiederkäuer. Ein Prädator ist auch in Afrika ein Prädator, auch wenn natürlich die einzelnen Verhaltensweisen sich dann doch noch unterscheiden. Jetzt beim Daten, das macht der Veterinär. Das heißt, ich selber habe jetzt da keine Betäubungspfeile durch die Gegend geschossen. Das heißt in dem Fall nicht. Aber ich glaube so, dass insgesamt schon der Jagdschein viel Verständnis dafür gebracht hat. Und das ist auch ein Thema, womit ich mich in Zukunft gerne noch beschäftigen möchte, um Leuten einfach zu erklären, dass auch Jagd teilweise, und ich habe selber viele Kritikpunkte an der Jagd, einfach eine sinnvolle Sache ist, um Naturschutz voranzubringen. Und ich auch völlig dafür bin, dass man sagt, wir müssen uns dahin entwickeln, dass es vielleicht irgendwann nicht mehr notwendig sein muss, aber wir definitiv nicht an dem Punkt sind durch Kulturlandschaft und andere Dinge, was auch ein Punkt ist in Reservaten wie in Afrika. Du hast zum Beispiel mittelgroße bis große Reservate, wo du nicht jagen musst, weil das ist das, was ich eingangs sagte, umso größer ein Ökosystem ist, umso mehr reguliert es sich von alleine. Die Prädatoren haben genug Platz, du kannst mehr Prädatoren haben, weil die sich in ihren Territorien nicht gegenseitig behindern und dementsprechend reguliert sich das auch mit dem Bestand, mit dem bejagbaren Wild, beziehungsweise für die Prädatoren bejagbaren Wild. Ist ein Ökosystem zu klein und du hast nicht genug Prädatoren, die das regeln, dann wirst du automatisch dahin kommen, dass du so viele Beutetiere hast, die dir das Ökosystem kaputt fressen. Das heißt, du bist dazu gezwungen, etwas zu managen. Und alleine dieses Verständnis hat mich dieses Jahr viel weitergebracht. Ich bin aber trotzdem ganz froh, dass wir wirklich in einem mittelgroßen Reservat zu tun haben, wo wir uns mit sowas nicht beschäftigen müssen. Das regelt sich da alles schon sehr, sehr gut alleine und mit den nächsten Projekten die Anstellung zu vergrößern, es wird nur besser. Also ist eigentlich der Jagdschein das, und da haben wir, glaube ich, auch in einem der letzten Videos mal drüber gesprochen, was einfach mehr ist als viele, die sich das vorstellen, dass der Jäger rausgeht mit seiner Flinte oder Büchse und dann eben wild schießt. Natürlich als Regulator in dem Moment, auch gerade bei unseren kleinen Wäldern, wo wir keine wie nennen es Prädatoren, ne? Also keine Jäger mehr haben, die natürlichen Ursprungs sind, müssen wir Bestände regulieren. Man sehe größere Städte, wo die Wildschweine Überhand nehmen etc. Was ich nicht machen würde, falls die Frage auch irgendwie gleich aufkommt, ich bin kein Fan von Trophäenjagden, sowieso nicht, deswegen sind wir unter anderem in diesem Projekt. Und ich bin auch kein Fan davon, irgendwie um die Welt zu fliegen und da zu jagen. Für mich ist das, was ich hier gemacht habe mit dem Jagdschein und einfach um dieses Ökosystem zu verstehen, eine Sache, wo man sagt, wenn es da unten wirklich Projekte gibt, wo Leute jagen müssen, dann sollen das Einheimische machen. Ich muss nicht jetzt, meiner Meinung nach, als Europäer um die halbe Welt fliegen, um da unten, so muss man es einfach sagen, ein Leben zu nehmen, aber das darf auch jeder für sich selber entscheiden. Aber das ist auch nochmal ganz wichtig, also wir als NGO und auch in den Projekten, in denen wir arbeiten, haben damit nichts am Hut. So, was heißt, habe ich dich nicht eingeschätzt? Nein, so kenne ich dich, dass das auch niemals dein Ziel war. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass unsererseits so eine Frage käme, weil Trophäenjagd ist meines Erachtens auch so, ja, nicht das Letzte, was es auf der Welt gibt, aber ich frage mich, wozu man das braucht. Aber das soll jeder selber sehen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass unsere Zuschauer diese Frage an dich stellen werden. Hoffe ich zumindest nicht. Und dann schwenke ich wieder zurück zu dem Thema, was ihr nämlich noch gemacht habt. Und da war ja nun mal eine Sache sehr markant. Du hast gesagt, du hast 7 Feuer alleine auf dem Weg zu diesem Sanctuary gesehen. Ja. Und ihr habt selber Feuer bekämpfen müssen, weil es einen großen Brand gab. Ich habe vorhin Fotos gesehen, also ihr werdet sicherlich auch hier noch mal ein bisschen was eingeblendet bekommen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie wahnsinnig stark und groß so ein Buschfeuer ist, wie hoch die Flammen sind und vor allem, wie schnell es im Endeffekt marschiert. Der große Punkt ist,
dass ich das vorher auch nicht wusste. Also 2023 haben wir auch schon Buschfeuer bekämpft, also jeder, der die Videos damals gesehen hat und natürlich dieses Jahr auch. Das macht hauptsächlich, wie gesagt, unsere Hotshot-Crew. Was ich dieses Jahr wieder festgestellt habe, ist, oder beziehungsweise das erste Mal feststellen konnte, ist, wenn der Wind stark genug ist und die Feuerwand zu breit ist, wirst du davor nicht weglaufen. Wenn du es nicht zur Seite rausschaffst und der Wind wirklich drückt, ist Weglaufen mehr oder weniger ausgeschlossen. Und Feuer ist halt, wie gesagt, auch ein riesiges Thema, weil gerade wenn es ins Reservat dringt, dann hast du im Vergleich zu dem Feuer, was du außerhalb von dem Reservat bekämpfst, noch 1000 Sachen, mit denen du da irgendwie dealen musst, wie zum Beispiel den ganzen Tieren, die dir entgegenlaufen. Löwen werden oft von Feuer angezogen, weil vielleicht Aas rumliegt danach, was sie verwerten können. Das heißt, du hast natürlich im Reservat noch 100 andere Dinge, mit denen du dich da auch noch beschäftigen musst, als nur das reine Feuer. Zusätzlich dazu ist das Strohfeuer super schnell, super heiß, schnell mal 1000, 1200 Grad, wenn ich nicht ganz falsch liege. Wie gesagt, der Feuerprofi ist eigentlich Phil. Es ist ein großes Spektrum, wo man sich alleine nur darauf spezialisieren kann. Und deswegen hat sich auch diese Hotshot-Crew gebildet, weil du musst dich darauf spezialisieren. Ich stelle mir das auch, also erstmal sowieso sehr unangenehm vor, wenn man so eine Flammenwand erstmal sieht, aber ist es dann auch wirklich so, dass du, weil du hast auch gerade über Tiere geredet, ist es dann wirklich so, dass du gleichzeitig noch dieses Drama hast, dass du mitbekommst, wie Tiere versuchen zu fliehen, fliehen müssen oder ganz schlimm sogar eventuell gar nicht fliehen können. Und du stehst dann da, du hast auf der einen Seite die Brandbekämpfung und auf der anderen Seite weißt du, was da passiert, musst konzentriert bleiben, aber erlebst eigentlich ein Riesendrama. Wie wirst du damit fertig oder wie kann man das überhaupt dann wahrnehmen und ja, eben vernünftig bekämpfen noch? Ich glaube, dazu könnten auch unsere anderen Jungs mehr erzählen. Ich muss sagen, ich hatte bisher das Glück, dass wir natürlich Tiere haben weglaufen sehen. Ich habe jetzt noch kein Tier direkt irgendwie in den Flammen verenden sehen oder andere Sachen, aber das sind natürlich Dinge, über die du dir Gedanken machst. Also gerade, wie gesagt, wenn du im Reservat bist und fängst an, Gegenfeuer zu legen oder andere Dinge zu tun, um das Feuer zu bekämpfen, hast du immer im Hinterkopf, dass Tiere um dich rum sind oder dir vielleicht entgegenlaufen. Und so eine Herde Büffel, wenn die über dich rüberläuft, ist halt auch unschön. Das heißt, dass du bist da auf einem ganz anderen Verarbeitungslevel der Information und auch einem Aufmerksamkeitslevel als hier. Und ich merke das jedes Mal in den ersten Tagen, wenn ich da unten bin. Bei den Leuten ist das normal. Wir fahren mit einem Safari-Truck und der APU-Ranger sagt, riechst du das? Und als Europäer sitzt du dann erstmal so, ja klar, riech ich das. Ich habe nichts gerochen. Weil du wirklich erst ein paar Tage brauchst, um dich wieder auf Riechen, Hören und Sehen anders zu verlassen als bei uns hier in der Stadt, weil wir es einfach nicht mehr brauchen. Und du kommst da langsam wieder rein, umso länger du da bist. Aber die Leute da unten sind auf einem ganz anderen Informationslevel, weil sie es sein müssen, also was die Aufnahme angeht. Und das ist im Feuer da unten dann zumindest genau das Gleiche. Du hast das die ganze Zeit im Hinterkopf. Zumindest ging es mir so in den Situationen, wo wir mit am Feuer gearbeitet haben, weil wir sind hauptsächlich, wie gesagt, eigentlich an den Tieren und an der Antiwilderei. Tiere, die auf dich zukommen, fand ich auch ganz witzig, hast du vorhin gesagt. Du standst praktisch diesmal auch einem Nashorn in direkter Wildbahn gegenüber. Ja. Und zwar nicht aus Spaß geplant oder sonst was, sondern Ja. plötzlich. Wir sind zu Fuß in den Busch gegangen, um eine Gruppe von Nashörnern zu monitoren. Das bedeutet, dass wir gucken wollten, in welcher Verfassung sind die alle gut genährt, weil wie gesagt, das ist Winter, da ist da unten natürlich auch alles nicht so grün. Es waren auch es war auch ein Kalb dabei. Und wir sind in den Busch reingegangen und ich habe es links auch schon die ganze Zeit knacken hören, habe das auch nach vorne gemeldet und habe aber das Feedback bekommen, nee, das passt schon, die sind da vorne. Und es stimmte auch. 4 von 5 waren da vorne. Und das Knacken wurde immer lauter. Und irgendwann kam dann die Meldung, wir waren zu 1, 2, 3, wir waren zu fünft. Und irgendwann kam dann die Meldung, okay, das ist, glaube ich, doch ein Nashorn, wir ziehen uns jetzt zurück. Und dann haben wir uns zurückgezogen. Und ich war dann mit der Führerin der K9-Unit, also der Hundeführerin, quasi hinten und habe mit abgesichert. Die anderen sind schon ein Stück nach vorne gegangen. Und in dem Moment knackt es halt nochmal lauter. Wir drehen uns um und standen ungefähr so auf 10, vielleicht 15 Meter mit einem Nashorn quasi Auge in Auge und durften uns natürlich nicht mehr bewegen, weil die sehr, sehr schlecht sehen. Und das war eine sehr spezielle Situation, sage ich einfach mal, weil das kann auch einfach schief gehen. Ne? Also so ehrlich muss man sein, das ist immer das Risiko, was man hat da unten. Deswegen ist das auch kein Abenteuerurlaub.
Und da wird einem schon ein bisschen anders. Ja, und überrannt werden vom Nashorn will man auf jeden Fall nicht. Nee, ist auch ein Elefant im Raum auf der Beerdigung. Nee, das braucht man nicht. Und ja, damit schwenken wir nochmal zurück zu einem Thema. Du wolltest 2 Wochen da bleiben. Du warst praktisch 30 Tage da. Ja. Das war aber nicht so, weil du gesagt hast, auch das macht mir jetzt so viel Spaß und ich habe noch nicht genug Content abgedreht, ich bleibe noch eine Runde oder ich habe hier noch so viel zu tun, sondern das hatte ganz andere Gründe. Du bist nicht vom Nashorn überrannt worden, aber ihr habt ein Feuer bekämpft und hattet einen schwerwiegenden Unfall. Ich will dich da jetzt auch nicht zu sehr geißeln, weil das sitzt sicherlich noch in den Knochen, aber vielleicht magst du uns ganz kurz erzählen, warum du so spät erst hier bist und was da passiert ist. Ja, genau. Also nur ganz kurz dazu, wir hatten einen schwerwiegenden Unfall, wie du auch gesagt hast. So ganz in die Tiefe möchte ich alleine aus Datenschutzgründen nicht gehen und weil wir auch gerade noch intern dabei sind, das aufzuarbeiten. Was ich sagen kann, ist, es geht inzwischen allen Beteiligten wieder echt gut. Wir haben gut unter Beweis stellen können, dass die Rettungskette, die wir aufgebaut haben über die letzten Jahre, da echt gut funktioniert hat. Und ich bin im Endeffekt länger da geblieben, damit niemand allein in Afrika bleibt und wir immer gewährleisten können, dass alle vernünftig betreut sind und dann nach Hause geflogen sind. Das Thema an sich ist natürlich sehr sensibel, weil es auch gerade, wenn es Leute betrifft, die man kennt, etc. pp. Aber man muss am Ende des Tages fast irgendwie 3-mal auf Holz klopfen und aber auch wieder feststellen, dass es am Ende kein Abenteuerurlaub ist. Ich kriege immer sehr, sehr viele Anfragen, ob man unterstützen kann, etc. pp. Und das ist auch super lieb gemeint. Und natürlich sind wir über jede Unterstützung dankbar und auch wir brauchen Manpower, aber es ist halt am Ende kein Abenteuerurlaub. Es sind Echtlagen, es sind echt Einsätze und da können Dinge schiefgehen. Das ist dieses Mal passiert. Wir sind glücklich und froh, dass alle wohlauf sind inzwischen und dass wir das vernünftig abarbeiten konnten, aber es ist halt kein Abenteuerurlaub. Brandbekämpfung alleine schon. Kann man sich vorstellen, dass da alles passieren kann. Und ja, wie gesagt, wollten auch nur sagen, deswegen ist auch von dir so lange nichts gekommen im Endeffekt. Viele haben wahrscheinlich auch bei dir schon auf dem Kanal geguckt und sich gefragt, Mensch, Kuni ist doch in Afrika, warum kommt da nichts? Selbst wir haben uns das ja gefragt, wollten nur nicht nerven und dann kam das heraus mit einem ziemlich großen Unfall, den ihr hattet. Und das hat dich dann eben dazu getrieben, länger da zu bleiben. Es gibt dann in dem Moment, um das vielleicht einfach abzuschließen, auch von meiner Seite, auch wenn ich Content Creator bin und damit mein Geld verdiene, es gibt einfach Wichtigeres, als aus allem dann Content zu machen. Genau. So, das ist einfach der Hintergrund gewesen, Das ist ja auch gut. denke ich. Trotzdem sind wir deshalb froh, dass du wieder da bist und natürlich auch froh, nachdem ich das alles gehört hatte von dir, dass du auch trotzdem heute dann die Zeit gefunden hast, hierher zu kommen. Deswegen danke an dich nochmal ganz speziell und danke auch, dass du uns teilnehmen lassen hast, so ein bisschen an dem, was du da erlebt hast. Wir werden uns sicher so auch noch ein bisschen drüber unterhalten. Freue mich auch, dass auch unsere Zuschauer ein bisschen was darüber hören konnten. Auf deinem Kanal wird jetzt auch einiges darüber kommen, also bleibt auch bei Kuni dran, wenn ihr mehr wissen wollt. Ganz wichtig, Entschuldigung, dass ich dich mal unterbreche, weil das muss ich euch nämlich nochmal sagen, auch von unserer Seite nochmal ganz, ganz großes Dank an euch, dass ihr das Projekt unterstützt habt und auch, dass ihr eine riesige Spendentasche fertig gemacht habt für die Nashorn-Auffangstation, für das Sanctuary. Also das muss man auch mal ganz klar nochmal ansprechen von meiner Seite und natürlich auch von 20 Second Wildlife. Riesengroßes Danke für die große Unterstützung. Haben wir gerne gemacht und haben wir auch schon besprochen, auch in zukünftigen Projekten werden wir dich da weiter unterstützen, weil das, was du machst, auch uns sehr am Herzen liegt und wir uns da gut mit, das hört sich doof an, identifizieren können. Also das ist eine Sache, die wir wirklich gerne dann unterstützen. Danke. Und zu der Unterstützung, wir hatten es schon gesagt, verlosen wir jetzt auch noch was. Und zwar den Plattenträger von Rhino Rescue. Ihr habt hier ein Schnellabwurfsystem, kennt man, denke ich, in Multicam das Ganze. Molle-System ist, denke ich, auch klar. Ihr habt hier vorne, wie bei den meisten neuen Plattenträgern, inzwischen auch die Möglichkeit, komplette Panels auszutauschen. Eine Magazintasche ist noch dabei. Dieses Panel ist auch dabei. Die beiden sehr, sehr coolen Rhino-Patches, finde ich. Und natürlich auch der den Plattenträger gewinnt, kriegt den Kuni Recon South Africa Support Patch. Wir haben ja einiges an Erste-Hilfe-Material mit runtergeschickt. Oder was heißt einiges? Du hast, glaube ich, einen ganzen Koffer voll nochmal extra aufgeben müssen. Und da haben wir auch diese Box, die hatten wir einmal vorgestellt, wurde zwar auch teilweise kontrovers diskutiert, aber dennoch gibt es die auch zu gewinnen. Da ist nochmal, fällt schon alles raus. Alles Mögliche drin. Super gemacht, ne? Nein, da ist alles Mögliche drin. Die Box kriegt ihr nicht, das ist unsere. Wir kriegt natürlich eine ganz frische Box mit allen möglichen Erste-Hilfe-Produkten von Rhino Rescue. Was wir auch noch verlosen, ist das
Support-T-Shirt, was wir haben anfertigen lassen. Das hatte ich mit in Afrika, habe ich tatsächlich diesmal selber nicht getragen, weil das mir eine Nummer zu klein war. Aber das könnt ihr gewinnen. Vorne ist das kleine Logo drauf, hinten ist das große Logo drauf. Hat Recon Company extra gemacht und uns mit runtergegeben. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. Und wo wir schon bei limitierter Auflage sind, wir haben Patches gemacht. Die verlosen wir natürlich auch. Also wir werden noch 10 von diesen Patches hier verlosen. Also die Leute, die jetzt keinen dieser großen Gewinne bekommen, ihr kriegt wahrscheinlich dann wenigstens einen Patch noch. Vielleicht haben wir sogar noch 20, dann werden wir auch 20 natürlich rausschicken. Und wir haben auch hier nochmal in ganz limitierter Auflage einen in Farbe Textilpatch für euch gemacht. Da hast du noch einen von übrig. Du hast auch einige in Afrika gelassen. Ja. Genau. Aber einer ist noch übrig, also auch den könnt ihr noch gewinnen. Schreibt dazu einfach einen Kommentar, was ihr am liebsten haben wollt, weil dann können wir uns auch so ein bisschen danach richten. Und ja, schreibt einen Kommentar, lasst ein Abo da, liked das Video und dann nehmt ihr schon an der Verlosung teil. Damit haben wir, glaube ich, alles gesagt. Kuni, ich danke dir nochmal, war schön, dass du da warst und jetzt quatschen wir noch so. Danke, dass ich hier sein durfte. Gerne. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.